Wie wurden Zähne im Mittelalter behandelt? Wenigen Leuten gefällt es, zum Zahnarzt zu gehen und ihre Zähne für ein Vermögen behandeln zu lassen. Jetzt ist das schon Alltag. Aber interessant, wie das im Mittelalter war. Wie fanden die Menschen in der Antike einen Zahnarzt, der all ihre Probleme beheben konnte? Lass uns das klären. Mit denselben Fragen beschäftigten sich deutsche Wissenschaftler. Sie haben die Überreste von Dorfbewohnern untersucht, die im 5. bis 9. Jahrhundert lebten, und herausgefunden, dass sie einfach keine Zahnprobleme hatten. Aber wie, wenn sich damals niemand um sie kümmerte? Bevor wir anfangen, möchten wir euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst. Im Mittelalter stand die Medizin vollständig unter der Aufsicht der Kirche, die chirurgische Eingriffe, einschließlich der Entfernung und Behandlung von Zähnen, als eine Tätigkeit ansah, die für einen gebildeten Arzt unwürdig war. Aber es kam so, dass die Zahnbehandlungspraktiken in den Händen von Menschen lagen, die von der Medizin ziemlich weit entfernt waren, von Barbiers, Bademeistern, Handwerkern und sogar von Henkern, die aufgrund fehlender Ausbildung nicht in der Lage waren, zahnmedizinische Methoden weiterzuentwickeln und zu verbessern. Meistens bestand die Behandlung einfach darin, den kranken Zahn zu ziehen. Tatsächlich, so seltsam es auch klingt, gab es im Mittelalter keine Zahnarztpraxen und keine Zahnärzte. Fachleute erklären dieses Phänomen mit der rohen, groben Nahrung, von der die Bauern damals lebten. Trotz des Fehlens von Kariesprophylaxe könnten Hollywood-Stars um ihre Lächeln beneiden. Neben der Nahrung sorgte auch die kurze Lebensspanne der Menschen für ein schönes Lächeln. Die Menschen wurden im Durchschnitt nicht älter als 30. Die meisten von ihnen starben, bevor sie das Alter erreichten, indem die Zähne auf natürlichem Wege ausfallen. Die wenigen, die sie durch das Alter verloren, dachten, dass es so sein muss. Aber nicht jeder hatte das Glück, ein Hollywood-Lächeln zu haben. Die Reichen weinen auch und ihre Zähne schmerzen, insbesondere wegen einer anderen Ernährung. Am Hofe des französischen Königs Ludwig XI ernährten sich die Damen nur von Suppe, da sie glaubten, dass Kaubemühungen Falten verursachen könnten. Deshalb war die Gesundheit vieler nicht robust und sie hatten Zahnschmerzen. Die Reichen wandten sich an Priester und Ärzte, die damals die gebildetsten Menschen waren. Deshalb war die Gesundheit vieler nicht besonders robust und entsprechend hatten sie auch Zahnschmerzen. Und so wandten sich die Reichen an Priester und Barbiere, die damals die gebildetsten Menschen waren. Die hatten natürlich nicht alle nötigen Werkzeuge, also kamen alle möglichen Hilfsmittel zum Einsatz, hauptsächlich Messer und Rasiermesser. In jener Zeit dachte man auch über die Notwendigkeit von Anästhesie nach. Die Entscheidung war radikal. Wer bei dem Anblick von zahnmedizinischen Instrumenten, Haken und Messern nicht in Ohnmacht fiel, bekam einen kräftigen Schlag auf den Kopf, was seine völlige Gleichgültigkeit gegenüber den Manipulationen der Ärzte sicherstellte. Es ist erwähnenswert, dass es in allen Epochen Menschen gab, die sich wünschten, ihr Lächeln zu verschönern. Deshalb beschäftigte man sich schon seit langem mit dem Zahnersatz. Bereits im 4. bis 3. Jahrhundert von CHR. Den reichen Phöniziern wurden mit Hilfe von goldenem Draht künstliche Schneidezähne aus Elfenbein im Mund befestigt. Im Mittelalter wurde diese Tradition fortgesetzt. An die Stelle eines gezogenen oder ausgeschlagenen Zahns setzten die Prothesisten einen künstlichen Zahn ein, aus Holz, Silber oder Perlen, den sie an den benachbarten Zähnen befestigten. Oft kamen auch Schweine- und Hundezähne zum Einsatz. Es gab aber auch die sogenannten kosmetischen Prothesen. Sie wurden aus Edelmetallen, Elfenbein und anderen Materialien hergestellt. Da sie hauptsächlich eine kosmetische Funktion erfüllten, konnte man über ihren Komfort nicht wirklich sprechen. Im alten Ägypten hingegen, wie uns die Papyrusrollen berichten, verwendeten die Ärzte jener Zeit heilende Pflanzen zur Herstellung von Füllmaterialien und entzündungshemmenden Mischungen. Füllungen wurden zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen, Erosionen und Pulpitis verwendet. Genau der altägyptischen Zivilisation verdanken wir die Erfindung der Zahnpasta, die damals aus Eierschalen, Bimsstein, Myrrhe und Asche hergestellt wurde. Die Ägypter putzten sich die Zähne mit Holzstäbchen, die an einem Ende gespalten waren. Aus dem gleichen Ägypten ist bis heute der Name des ältesten bekannten Zahnarztes überliefert. Er hieß Hesere und auf der hieroglyphischen Tafel steht: der größte der Ärzte, der die Zähne heilt. Ausgrabungen auf dem Gebiet des heutigen Mexiko haben gezeigt, dass die Technologie des Zahnbohrens auch den Maya bekannt war, obwohl sie hauptsächlich zu kosmetischen Zwecken verwendet wurde. Die Indianer setzten Edelsteine in ihre Zähne, verzierten sie mit Einlagen, gaben ihnen kunstvolle Formen und färbten sie sogar mit Türkis und Jade. Im 11. Jahrhundert wandte man zunächst Abführmittel an, um zahnmedizinische Probleme loszuwerden, dann hungerte man, nahm häufig Bäder und machte Gymnastik. So saßen die Leute mehrere Tage zu Hause, später erzählten sie, dass alles vorüberging. Aber, wie es uns scheint, lag das Problem wahrscheinlich woanders. Ihnen begann noch etwas anderes weh zu tun. Magen, Knochen oder Muskeln. Nicht jeder ist bereit, auf leerem Magen Gymnastik zu machen. Die Zähne wurden auf verschiedene Weise behandelt.
Jemand versuchte, das von Hand zu machen, jemand anderes versuchte es gar nicht, und wieder jemand, wie der deutsche Wissenschaftler Cardanus, kam zu dem Schluss, dass die beste Lösung in diesem Fall einfach darin besteht, eine Weile unter dem Licht des Mondes zu sitzen und den Mund offen zu halten. Natürlich wurden seine Methoden nur belächelt, aber es gab auch Verrückte, die behaupteten, dass diese Methode den Menschen tatsächlich hilft. Wir haben die Top 3 der originellsten und härtesten Methoden zur Zahnbehandlung ausgewählt. An erster Stelle steht wahrscheinlich die abscheulichste und ineffektivste Methode. Bis zum 18. Jahrhundert waren die Menschen überzeugt, dass Zahnschmerzen von Zahnwürmern verursacht werden, die Löcher fressen. Sie kämpften mit aller Fantasie, die sie aufbringen konnten, gegen den Parasiten. Sie verbrannten sowohl die Zähne als auch das Zahnfleisch mit Eisen, spülten den Mund mit Säure oder Wachs, setzten Blutegel an und transplantierten sogar Zähne von einem Menschen in den Mund eines anderen. Bei diesen Barbaritäten wurden natürlich am häufigsten die Zähne gezogen. Der Leidende wird auf den Boden gesetzt, der Kopf wird zwischen die Knie geklemmt, dann wird mit einer Zange der schmerzende Zahn ertastet. Und dann dachte man, der Patient sei eher lebendig als tot oder umgekehrt. Einige geschickte Leute zogen es jedoch vor, anders zu arbeiten. Ein Herr war in Frankreich dafür bekannt, Zähne zu ziehen, während er auf einem Pferd saß. Er packte den schmerzenden Zahn mit einer Zange, trieb das Pferd an und voila. Heutzutage machen viele Eltern genau das. Man bindet den Zahn des Kindes an die Türgriff und zieht dann kräftig. Das funktioniert hervorragend, es sei denn, man reißt gleich den ganzen Kiefer mit dem Zahn heraus. An zweiter Stelle steht die Methode der Zaubersprüche und Flüche. So wurde im alten Mesopotamien eine spezielle Paste aus Belladonna und anderen pflanzlichen Komponenten verwendet. In Kombination mit dem Aussprechen eines Zauberspruchs wurde sie in das Loch des schmerzenden Zahns gelegt. Der Zauberspruch wurde Verschwörung gegen Zahnschmerzen genannt. Eine Art Prototyp moderner Zahnkrins oder Mundspülungen. Den dritten Platz belegt die originelle Methode der alten Japaner. Mit einem Hammer und einem Meißel haben sie den schmerzenden Zahn hin und her bewegt und ihn dann mit bloßen Händen ohne irgendwelche Werkzeuge entfernt. Es ist bekannt, dass im alten China tiefgehendes Wissen über Medizin angesammelt wurde, auf das die Chinesen bis heute zu Recht stolz sind. Genau dort entstanden die ersten Vorläufer der modernen Zahnbürsten, für deren Herstellung Tierhaare verwendet wurden. Es sind alte Manuskripte und Abhandlungen erhalten geblieben, die viele Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches beschreiben. Zur Behandlung wurden verschiedene Methoden angewendet, von Abkochungen aus Heilpflanzen bis hin zu Vorläufern zukünftiger Amalgamfüllungen. Neben diesen, um es milde auszudrücken, ungewöhnlichen Methoden gibt es noch einige andere, die nicht in die Top-Liste aufgenommen wurden. Zum Beispiel wurde früher ein Erdwurm als Hauptzutat verwendet, um Zahnschmerzen loszuwerden. Man kochte ihn in Wein und verwendete das erhaltene Mittel als Ohrentropfen. Oder zum Beispiel, um die Schmerzen im Zahnfleisch zu lindern, sagten mittelalterliche Ärzte ihren Patienten, sie sollten ihr Zahnfleisch mit dem Zahn eines Menschen reiben, der gewaltsam gestorben ist. Woher man so jemanden nehmen sollte, sagten die Ärzte natürlich nicht. Aber damals war das kein Problem. Die Zeiten waren so, dass täglich Hunderte von Menschen wegen eines Schwertes in der Brust starben. Damals wusste man, wie man alles nutzen konnte. Oder als weitere Variante wurde den Menschen vorgeschlagen, einen Frosch an ihre Zähne zu binden, damit dieser auf magische Weise ihre Zähne heilen konnte. Der erste zahnärztliche Bohrer, eine Art Maschine mit Fußantrieb, wurde erst Ende des 18. Jahrhunderts erfunden. Dieses Gerät wurde weiterentwickelt und kam erst fast 100 Jahre später in die Massenproduktion. Die Bohrer waren grob und ziemlich dick, und die Patienten konnten nur mit Morphium betäubt werden. Dennoch gab es schon damals Methoden, die in den folgenden 100 Jahren erfolgreich und weit verbreitet angewendet wurden. Die Nekrotisierung des Nervenzahns mit Arsen, die Herstellung von goldenen Zahnkronen und das Füllen von Zähnen mit silberner Amalgam. Wie schön ist es, dass wir jetzt Zahnärzte haben, die nicht mit Säure arbeiten und nicht mit einem Hammer auf die Zähne hauen. Jetzt sind Zahnärzte gar nicht mehr so furchterregend, wenn man weiß, welchen Qualen die Patienten im Mittelalter ausgesetzt waren. Jetzt verwenden wir moderne Technik und Anästhesie. Wir haben separate Behandlungsräume und sogar einen Stuhl dafür. Wir sind uns sicher, dass ihr nicht in dieser Zeit sein wollt und in eine Situation geraten möchtet, in der ihr einen Zahn ziehen und an seiner Stelle zum Beispiel einen Zahn eines Verstorbenen einsetzen müsstet. Was denkt ihr, welche Methode wäre am effektivsten und am wenigsten schmerzhaft, falls so etwas passieren würde? Schreibt das in die Kommentare. Und das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.